Heute spreche ich mit Henning in der Produktion. Henning, wie lange bist du schon hier bei Holm und Laue? Ich bin 2007 hier angefangen, mittlerweile also im 19. Jahr. Also ich habe das Taxi fast von Anfang an mitgemacht. Ja, cool. Und wie hat sich das so verändert? Also wenn du jetzt schon so eine lange Zeit dabei bist, hast du ja bestimmt viele Stadien mitgemacht. Ja, von analog bis jetzt digital hat sich da richtig was verändert. Damals sind wir mit 2 Mann angefangen, jetzt sind wir hier 20, die Taxis bauen. Wow. Genau, und die Halle hat sich, glaube ich, auch, also im Moment wandelt sie sich auch schon wieder, aber auch, ich glaube, die ist auch mal irgendwann neu eingeweiht und aufgebaut worden. Da warst du auch schon dabei. Da war ich auch schon dabei, genau. Ja, genau. Ja, irre, wie das gewachsen ist. Was machst du hier genau? Was sind deine Aufgaben? Meine Aufgabe ist im Prinzip die Endabnahme des Taxis, inklusive Sicherheitsprüfung und Funktionsprüfer. Also bin ich eigentlich der Doofe, wenn es nicht funktioniert. Wenn es rausgeht und es funktioniert beim Kunden nicht. Ja. Genau, also du bist quasi die letzte Instanz hier in der Produktion. Ja, cool. Du hast hier mehrere Taxis stehen, sehe ich. Wo gehen die so hin? Weißt du das aus dem... Ja, heute haben wir hier einen großen hinter mir, der geht nach Chile, dann haben wir Tschechien, die Standarddinger, Frankreich, England, Holland, Schleswig-Holstein nochmal. Ja, genau. Also es ist eigentlich immer voll auch mit Sendungen in die Welt. Genau. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie hat sich deine Arbeit auch in den letzten Jahren verändert, dadurch, dass es so groß geworden ist und so viel? Ja, wie gesagt, ich bin damals mit 2 Mann so mal angefangen, da habe ich den kompletten elektrischen Part gemacht. Der Kollege mechanisch, also selbst gebaut, getestet. Mittlerweile bin ich, wie gesagt, nur noch am Testen, gucken, dass alles funktioniert, so wie es sein soll, ein bisschen auf die Jungs achten. Ja. Also da ist ganz viel hingewandert. Ja, cool. Und kannst du dich erinnern, gab es irgendwie eine besondere Herausforderung in all der Zeit? Gab es mal, keine Ahnung, Lieferengpass von irgendwas oder lief immer alles so flüssig durch? Nein, das lief nie flüssig. Was heißt nie, will ich nicht sagen, aber ganz oft, dass die Lieferanten halt nicht liefern konnten. Und dann steht man da und dann hat man auch mal einen Taxistau von 50, 60 Geräten, die du dann natürlich nacharbeiten musst. Ja, genau. Also besondere Herausforderungen, sicherlich auch in Corona zum Beispiel. Ja, da haben wir in 2 Schichten gearbeitet, 5 bis 1 und danach nochmal bis 22 Uhr. Das war nicht schön. Nee, genau. Das ist ja vielerorts so gewesen. Aber super, dass wir da immer so durchgekommen sind und dann eben alle auch flexibel genug sind, da irgendwie das zu handeln. Wenn wir jetzt hier nochmal auf die Größe und das Wiedervergrößern zurückkommen, hier wird ja gerade neu gebaut auch tatsächlich für euren Milchtaxi-Produktionsbereich. Was war da besonders wichtig? Habt ihr auf irgendwas Besonderes geachtet? Ja, Fläche und viel Lagerplatz. Dann Beleuchtung ist ein großes Thema geworden. Und einfach kurze Wege, was den Materialfluss angeht. Ja, genau. Damit man mehr Tempo reinkriegt wahrscheinlich. Genau. Ja, super. Also total spannend, Henning. Vielen Dank für deine Bereitschaft, ganz kurz mit uns ein bisschen zu schnacken. Gerne, jederzeit wieder. Ich wünsche dir weiter viel Spaß. Danke, ebenso.